Hi, ich bin Lennart von SimpleKI und heute möchte ich dir erklären, was sich hinter dem Begriff Software as a Service verbirgt. Und zwar möchte ich dir erklären, was es eigentlich ist, warum es so einen großen Hype darum gibt in der Builder-Community oder in der Indie-Hacker-Community. Und ich möchte dir erklären, wie man da überhaupt mit reich werden kann und warum man damit reich werden kann und warum ich selber solche Produkte anbiete bzw. bauen möchte. Also ich baue selber mein Produkt Loconify. Diese Woche machen wir mal eine kurze Pause von dieser Serie und ich möchte dir einfach mal erklären, was Software as a Service allgemein bedeutet. Und damit starten wir auch schon rein in die Definition. Also, Software as a Service, und das steht ja auch schon im Namen, hat irgendwas mit einer Service-Dienstleistung zu tun, welche in Form von Software daherkommt. Manche Software musst du auf deinem Computer installieren, manche Software kannst du im Webbrowser verwenden und manche Software kannst du auf deinem Handy als App verwenden. Und meistens ist diese Verwendung gekoppelt an eine Zahlung, an eine monatliche kleine Bezahlung an den Developer. Das heißt, man kauft nicht einmal das Produkt, sondern man leiht sich das Produkt nur aus. Und dieser Trend kommt immer mehr. Der größte Anbieter von Software as a Service Produkten meiner Meinung nach ist Microsoft mit ihrer Office 365 Subscription bzw. dem Abonnement. Abonnieren kannst du auch diesen Kanal und das kostet dich keinen Euro. Von daher ist diese Subscription unter meinem Kanal auch kostenlos und quasi auch ein Software as a Service Produkt. Von daher kannst du dann immer erwarten, dass hier hoffentlich jede Woche ein neues Video erscheint mit interessanten Themen aus der Tech-Welt und aus der Software as a Service Baureihe Loconify. Ist Loconify überhaupt ein Software as a Service Produkt? Weil ich habe ja gerade gesagt, okay, man nimmt monatliche Bezahlung entgegen und von daher gucken wir uns das doch mal genau an. Also mein Produkt wird wenn du mein Produkt kaufst du in dem Sinne 50 Credit Points einmalig und kannst diese dann verwenden. Das heißt, es ist keine monatliche Bezahlung fällig, beziehungsweise man kann das Produkt halt ohne monatliche Bezahlung verwenden. Auf gut Deutsch ist Loconify, und das habe ich ja immer vorher gesagt, eigentlich in dem Sinne kein Software as a Service Produkt, beziehungsweise SaaS. Auf jeden Fall ist es aber trotzdem ein Service, den ich anbiete in Form von Software, ist es nur nicht der klassische Fall, sagen wir es mal so. Andere Beispiele für Software as a Service Produkte, wo man monatlich bezahlen muss, ist zum Beispiel die Adobe Creative Cloud oder aber auch das Google-Ding, das iCloud-Ding, whatever. Also jedes große Unternehmen hat irgendwie ein Software as a Service Produkt. Wenn ich allerdings an Software as a Service Produkte denke, weil ich halt in dieser Indie-Hacker, Hacker-News-Bubble drin bin, denke ich immer an eine einzelne Person, die halt einen spezifischen Use Case sich raussucht, diesen automatisiert und dann das Produkt baut und an Hunderte, an Tausende Leute halt verkauft und damit gutes Geld verdienen kann. Weil wenn du jetzt mal überlegst, okay, wir bauen jetzt hier einen Service, der 10 Euro im Monat kostet, dann habe ich vielleicht am Anfang einen Kunden, okay, habe ich 10 Euro im Monat, das ist jetzt noch nicht so wirklich viel, aber du kannst halt skalieren. Also was mit dieser Skalierbarkeit gemeint ist, dass du baust ja ein Produkt, du entwickelst es immer weiter und in der Zeit, wenn du dann noch Marketing betreibst, kriegst du dann nicht nur einen Kunden, sondern du hast dann 10. Das heißt, du hast die Skalierung um den Faktor 10. Und das Ganze kannst du dann natürlich weitertreiben. Dann hast du anstatt 10 Euro im Monat, hast du dann auf einmal 100 Euro im Monat. Und wenn du dann 100 Kunden hast, hast du 1000 Euro. Hast du 1000 Kunden, hast du 10.000 Euro. Das heißt, da fängt es dann an, richtig Spaß zu machen. Und das hat natürlich auch kein Limit, weil du musst ja dich nicht hinsetzen und Zeit gegen Geld tauschen, sondern du baust ja an einem Produkt, was du ja mit Marketing verkaufen kannst. Und mit Serverstrukturen kannst du es halt ins Unendliche, fast Unendliche skalieren. Dieses Normale, was wir kennen aus dem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, dass du halt Zeit gegen Geld tauscht, ist dann nicht mehr der Fall. Und das heißt, du kannst deine Zeit einmalig oder halt verkaufen für 10 Euro. Wenn du aber dich klug anstellst, kannst du das auch für 10.000 Euro machen oder 100.000 Euro. Je nachdem, wie viele Kunden du von deinem Produkt, von deinem Software as a Service Produkt überzeugen kannst. Klassisch gesehen, wo wir eigentlich herkommen, ist ja das Einmalverkaufen. Das heißt, früher war es der Fall, dass man Software, wie zum Beispiel ein Spiel, einmalig gekauft hat. Man hat da irgendwie
50, 60, 70 Euro ausgegeben und man konnte das die ganze Zeit spielen und hat natürlich auch nach Updates verlangt. Ein Beispiel dafür ist natürlich auch die ehemalige Creative Cloud oder nicht Creative Cloud, sondern die Creative Produkte von Adobe. Die waren ja damals auch immer relativ teuer, wenn man sie einzeln gekauft hat oder man hat sich die ganze Master Suite gekauft und hat dann irgendwie 8.000 Euro dafür hinblättern müssen. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Man bezahlt jetzt nur noch eine monatliche Fee und man hat das Produkt eigentlich, ja, man besitzt es ja eigentlich gar nicht mehr. Auf der anderen Seite hat das für den jeweiligen, der das baut, den großen Vorteil, dass er halt ja nicht nur diesen Einmalverkauf hat und dann abschätzen muss, okay, kann ich mich mit diesen 8.000 Euro so querfinanzieren, dass ich das über die nächsten 5 Jahre bis zur nächsten Generation der Software updaten kann, vorantreiben kann, whatever. Oder nimmt man doch diesen Weg des Software-as-a-Service-Produktes, wo man dann halt weniger an Anzahlung bekommt, sage ich es mal so, und dann halt länger von kleineren Beträgen von vielen Leuten leben kann. Von daher ist dieses Konzept von Software as a Service für mich persönlich sehr interessant und ich möchte das natürlich auch selber bauen, verwenden, weil ich einfach diesen Benefit der Skalierung sehe. Ja, und das baue ich ja gerade mit Loconify. Dass Loconify jetzt erstmal nicht ein wirkliches Software-as-a-Service-Produkt ist, haben wir ja schon festgestellt. Aber ich sag mal so, das ist ja nur ein Produkt und man kann natürlich auch noch mehrere bauen, weil sobald man einmal dieses Fundament hat von einem Code, dann kann man das natürlich auf andere Ideen relativ schnell übertragen und die Geschwindigkeit oder die Reise und das Lernen, was man von einem Produkt zum nächsten mitnimmt, ist natürlich ungemein groß und man weiß dann, okay, beim nächsten Mal kann ich die und die Punkte besser machen und so weiter und so fort. Das heißt jetzt nicht, dass ich gleich das nächste Produkt aufbauen werde, aber es ist einfach, dass man auch Produkte manchmal sagen muss, okay, tschüss und neue Ideen finden muss und neue Ansatzpunkte bzw. Probleme, die man lösen kann. Genau. Ich hoffe, du hast aus diesem Video mitgenommen, was Software as a Service bedeutet und was so die Anbieter dahinter sind, die es da gibt. Und ich hoffe, dass du Loconify aussteigst. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Dann gib doch gerne einen Daumen nach oben. Und falls du solchen Content feierst, dann abonniere doch gerne dieses Software as a Service Produkt Simple KI hier auf YouTube. Ich bin Lennart von Simple KI, ganz klar. Und ich bin jetzt hier raus. Ciao.